Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen und ein Klo. Heute geht es einmal um den OXO Handmixer. Das ist ein stromloser Mixer, der, wie der Name schon sagt, ohne Strom funktioniert, sondern mit einer Drehautomatik. Ich werde immer wieder gefragt, ob der denn wirklich so einsatzbereit ist, wie ich ihn immer propagiere, wie ich ihn immer empfehle, und ich muss sagen, ja. Ich benutze den OXO Handmixer bereits seit 2015 und das erste Modell habe ich noch im Wohnmobil und es läuft immer noch ganz toll. Ich habe mir 2 Jahre später einen zweiten gekauft, um einfach zu sehen, ist die Mechanik denn immer noch so toll oder hat sich da was verändert? Und nein, da hat sich nichts verändert. Die Mechanik von dem 2 Jahre älteren ist noch genauso wie den ich dann aktuell gekauft habe. Und ich bin wirklich begeistert, weil ich habe keine Ahnung, wie stabil diese Kunststoffräder gebaut sind, aber man hat keinen Haken. Die drehen sich immer noch leichtgängig, immer wieder aufs Neue. Der ist auch für Rechts- und Linkshänder geeignet, also für beide. Beide haben dann das Vergnügen, ihre Muskeln auf Vordermann zu bringen. Der hat einen gummierten anatomischen Griff, das heißt, die könnt ihr wirklich ganz toll halten, der rutscht auch nicht weg. Auch die Kurbel ist hier leicht gummiert und der ist auch einfach auseinanderzubauen. Ihr habt dann 2 Quirle dabei, die ihr wirklich immer ganz leicht hier reinstecken könnt. Der geht noch sehr schwer. Auch diese Halterungen, die leiern nicht aus, genauso wie diese, die brechen nicht ab, auch wenn die aus Kunststoff gefertigt sind. Ich habe die x-mal schon verwendet. Ich habe auch mein Rezeptbuch Backideen, da ist der auch drauf. Den habe ich tatsächlich ausschließlich mit dem OXO Handmixer gemacht, und zwar den von 2015. Ich habe die Rezepte teilweise auch 3- oder 4-mal machen müssen. Das heißt, es ist nicht so, dass hier jetzt ein paar Rezepte drin sind und ich die einmal damit gemacht habe. Nein, die musste ich wirklich 3- oder 4-mal machen, damit da auch die Menge war manchmal nicht richtig, dann war die Temperatur nicht richtig und ähnliches. Deswegen musste ich auch ständig die Backrezepte mal erneuern. Und da hat mir der sehr toll geholfen, weil ich finde den im Fahrzeug immer sehr gut. Man hat nicht oft Strom, manche haben überhaupt keinen Strom. Wir haben jetzt ein bisschen Solar drauf, aber das reicht immer noch nicht, um dauerhaft autark stehen zu können. Und da ist der sehr hilfreich. Ihr seht hier auch, der hat so einen Metallbogen innen drin. Der ist super nützlich, weil den könnt ihr auf euren Schüsselboden stellen und dann könnt ihr drehen. Ihr könnt drehen, bis wirklich der Arzt kommt, wie man so schön sagt. Es bleibt unten, der Bogen schützt halt, dass ihr mit diesen Quirls nicht am Boden kommt und somit drehen könnt wie wild und auch euren Kuchenteig, das heißt den Rührteig, cremig schlagen könnt. Ich zeige euch jetzt mal, wie man Mayonnaise macht, Sahne aufschlägt, Eischnee festkriegt und auch einen Rührkuchen machen wir, sodass ihr wirklich seht, wie einfach das doch damit ist und wie leicht man damit arbeiten kann. Also von daher fangen wir jetzt mal an. Ich denke, wir fangen jetzt mal kurz mit der Sahne an. Dann machen wir den Eischnee und dann machen wir die Mayonnaise und dann geht es zu unserem Kuchen. Becher gekühlte Sahne. Ich habe jetzt ein Gefäß aus Glas genommen, damit ihr das auch seht. Ihr müsst auch aufpassen, dass ihr ein Gefäß habt, was jetzt nicht, dieses ist zum Beispiel ein bisschen zu hoch. Ich würde jetzt immer mit der Kurbel da dran kommen. Ich habe aber momentan kein anderes hohes Gefäß aus Glas, damit ihr das besser seht. Deswegen muss ich den halt ein bisschen höher halten, was aber nicht schlimm ist. Bei Sahne ist das nicht so tragisch, da muss ich den nicht immer unten halten. Es wird nachher bei Kuchen etwas kräftiger, wo ihr wirklich den versucht unten zu halten, damit ihr den Teig auch gut rühren könnt. Das jetzt nur zu Demonstrationszwecken, also wenn ich mal hier irgendwo vorhaue, das liegt, weil das Gefäß einfach etwas zu hoch ist. Gleich fertig, halb geschlagen ist sie schon. So, ihr seht, die Sahne ist echt steif. Oma hat gesagt, stell die Sahne auf den Kopf, dann weißt du, ob sie steif ist. Habe ich Glück gehabt. Ja, also die Sahne ist wirklich richtig toll steif geworden. Hat jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 2 Minuten gedauert. War aber auch nicht kraftaufwendig. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Strom habt, ich denke, beim Schneebesen ist das vielleicht ein bisschen umständlicher.
dauert länger und geht vielleicht mehr in die Arme. Der ist da richtig gut. Jetzt zeige ich euch, wie einfach ihr den reinigen könnt. Dafür hole ich mal eben kurz Behälter. So, ich habe hier einen Behälter mit warmem Wasser und ein Spritzer Spülmittel. Und da packt ihr den einfach nur rein, dreht ein bisschen und dann ist er eigentlich schon sauber. Ich mache das immer, gerade wenn wir auf irgendwelchen Plätzen sind und ich gehe zum Spülstand, also zum Spülhäuschen, dann mache ich das immer vorher schon mal gerne, weil dann ist der Dreck schon mal ab und wenn es nicht antrocknet, geht es auch schneller sauber. Jetzt geht es zum Eischnee. So, für den Eischnee trenne ich mir eben die beiden Eier. Oh, Glück gehabt. So, die Eigelb brauche ich gleich für die Mayonnaise. Wenn wir jetzt mal eben Eischnee schlagen. Auf geht's. So, man sagt, wenn sich beim Eischnee solche Zipfel bilden, dann ist der Eischnee fest. Und der ist tatsächlich fest. Hat nicht lange gedauert, war auch nicht kraftaufwendig. Und Eischnee ist steif. So. So. Und schon ist der Ochse auch schon wieder einsatzbereit für die Mayonnaise. Ja, dann geht es jetzt einmal an die Mayonnaise. Dafür die Eier und Senf. Ich denke mal, Mayonnaise haben schon viele hergestellt. Könnt ihr ja auch im Internet nachlesen, wie das Rezept geht. Habe ich aber auch auf dem Beitrag für den OXO Handmixer auch schon einmal verlinkt und beziehungsweise reingeschrieben. Noch ein bisschen Salz noch. So, und jetzt schlagen wir das erstmal ein bisschen auf. Beim OXO ist es ja so, dass ihr beide Hände am OXO habt. Und normalerweise sollt ihr ja das Öl immer so ganz leicht während des Rührens einrühren bei der Mayonnaise. Ist natürlich beim OXO nicht möglich, deswegen mache ich immer stückchenweise rein und schlage das kräftig unter, immer wieder aufs Neue, bis ich dann das ganze Öl verbraucht habe. Geschafft. Mayonnaise ist fertig und ein Schluck Zitrone kommt da rein. So. So, aber jetzt. Natürlich könnt ihr diese Mayonnaise noch verfeinern, wie ihr möchtet. Das heißt, ihr könnt entweder Joghurt reinmachen oder mehr Öl, mehr weniger Öl, wie auch immer. Ich wollte euch nur demonstrieren, wie einfach es ist, unterwegs auch Mayonnaise selber herzustellen. Und jetzt gibt es eine kostenlose Einheit von Mucki Training. Wir bearbeiten unsere Chicken Wings, denn ich muss sagen, man kann sehr gut Rührteig damit rühren mit dem OXO Handmixer, aber es ist irgendwann noch anstrengend. Aber von daher, wenn euch das zu anstrengend wird, dann sagt doch mal, oh Schatzi, kannst du nicht rühren, du bist doch so kräftig. Hilft meistens. Die Männer sind ja mal ganz hilfsbereit dann. Aber wir machen erstmal den Rührteig und versuchen erstmal hier ein bisschen, meine Eierrollen. Wir versuchen erstmal die Margarine ein bisschen schaumig zu schlagen, was gut klappt, kann ich euch jetzt schon sagen. Nehmt natürlich weiche Margarine, umso weicher die Margarine, nicht flüssig, aber weich, umso einfacher könnt ihr hiermit starten. Moment.
Weil mir gleich meine Schüssel nämlich abhaut, weil ich kann ja die Schüssel nicht festhalten und rühren, sondern ich habe ja wieder beide Hände am Oxo. Gerade bei der Mayonnaise ist die Schüssel manchmal auch hin und her gerutscht. Entweder nehmt ihr einen feuchten Lappen, legt ihn da drunter, oder ich habe so eine Silikonform, die verwende ich dann da drunter und dann haut mir die Schüssel auch nicht ab. Ist so ein kleiner Tipp nebenbei. Aber ein feuchter Lappen, den habt ihr auch unterwegs dabei, der wirkt genauso tolle Wunder. So, jetzt machen wir die Backmischung dazu. Ich bereite mir immer solche Backmischungen selber vor. Das habe ich auch in dem Video Backmischungen gezeigt und das Rezept gibt es auch auf meinem Blog, das verlinke ich euch auch. Wir haben auch in dem Rezeptbuch 2 in einem ganz viele von diesen Do-it-yourself-Backmischungen und die habe ich, wie ihr seht, immer in so Druckverschlussbeutel. Das sind die MyZip-Beutel, falls jetzt jemand fragt, oh, was sind denn das für Beutel? Verlinke ich euch unten einmal, die sind von MyZip. Der Hinweis habe ich selber gekauft, ich bin nicht gesponsert worden von MyZip, weil ich werde immer wieder angeschrieben, ob es denn richtig ist, dass ich das nicht vermerke. Von daher erwähne ich jetzt mal eben, dass ich die wirklich selber gekauft habe. Und wie gesagt, solche Mischungen habe ich sehr häufig mit. Ich schreibe mir dann die feuchten Zutaten nochmal da drauf und wie hoch die Flamme eingestellt werden muss und welche Zeit. Und dann habe ich unterwegs immer eine Backmischung dabei und brauche nicht so viele Zutaten halt mitnehmen. So, wie ihr bestimmt gemerkt habt, ist es jetzt ein bisschen schwieriger gewesen, den Teig zu rühren. Ich muss da schon wirklich kräftig meine Muckis anstrengen. Aber es klappt auch eigentlich recht gut. Und jetzt geht der ganze Teig in die Backform und dann backen wir den noch. Mit dem OXO Handmixer haben wir dann heute Sahne steif geschlagen, die immer noch steif ist. Eiweiß steif geschlagen. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen verwässert, weil das stand hier. Eiweiß muss man ja auch sofort weiter verarbeiten. Aber dann seht ihr auch, dass es das Eiweiß von gerade ist. So, das heißt, Eiweiß könnt ihr super, super leicht steif schlagen. Natürlich Rührkuchen. Dafür ist er wirklich prädestiniert, den dabei zu haben. Und leckere Mayonnaise könnt ihr natürlich auch selber damit machen. Der ist natürlich auch noch geeignet, um Dressings herzustellen, Puddings zu schlagen, Mousse Schokolade oder ähnliches, was euch gerade einfällt, wo ihr halt ein Handrührgerät braucht. Wofür er nicht geeignet ist, ist für Hefe. Ich werde auch immer gefragt, ist der für Hefe geeignet? Nein. Also für Hefe ist ein sehr, sehr schwerer Teig. Hefe sollte man mit den Händen kneten. Zumal die Hefe dann auch noch zusätzlich durch eure Wärme der Hände weiter aktiviert wird und dadurch auch der Teig geschmeidiger wird. Aber der ist dafür definitiv nicht geeignet. Ich möchte auch den Hinweis geben, wenn jemand schwer Arthrose erkrankt ist in den Händen. Das ist für euch nicht gut. Ich habe viele Kunden, die sind Arthrose erkrankt und die haben gesagt, das ist echt schwierig, da macht der Mann das, aber die selber können das nicht. Von daher der Hinweis für euch, und da möchte ich auch fair bleiben euch gegenüber. Arthrose oder rheumatische Erkrankung in den Händen, da kann es je nach Schwere eurer Erkrankung halt vielleicht auch Beeinträchtigungen geben mit dem OXO Handmixer. Aber ansonsten ist der wirklich total gut geeignet. Ich präsentiere den immer wieder gerne. Ich zeige den auch in den Facebook-Gruppen und ähnliches und wollte euch hier einfach mal präsentieren, dass der wirklich so gut ist, wie ich sage. Ihr findet in unserem Shop keine Sachen, die ich nicht lange getestet habe und deswegen kann ich die auch so präsentieren, wie ich sie präsentiere, nämlich mit voller Überzeugung. Und ich sage euch, der ist das Geld wert. Es gibt noch einen aus dem schwedischen Möbelhaus. Da möchte ich nur kurz drauf eingehen. Den kann man verwenden ohne weiteres. Nur das Getriebe hier innen drinnen, das ist hier wesentlich besser als im schwedischen Möbelhaus.
Ich habe den damals auch gehabt, als ich das Backbuch gemacht habe, habe ich den erst aus dem schwedischen Möbelhaus gehabt. Der hat leider nicht durchgehalten. Also nicht so gut. Ne? Der wurde auch sehr stark und sehr schnell, hat man dieses Haken gemerkt, was man so bei solchen Zahnrädern halt hat. Auch wenn ihr gerade beim Rühren irgendwie gemerkt habt, dass ich so gestockt habe. Das lag nicht an dem Getriebe, das lag an mir, weil irgendwann sagt das Gehirn, wie musst du eigentlich drehen? Dann stockt man ein bisschen. Werdet ihr merken, wenn ihr den mal öfter benutzt, dann ist das nämlich so, dann sagt das Gehirn, in welche Richtung war es denn noch? Komische Sache vom Körper, aber ist so. Lag wie gesagt nicht an der Mechanik, sondern einfach an mir. So, ich backe jetzt den Kuchen fertig. Euch wünsche ich viel Spaß beim Backen. Vielleicht habt ihr Interesse dran, wenn ihr Fragen habt, Erfahrungswerte, schreibt es doch mal in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet. Abonniert natürlich unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn da kommen immer wieder ganz tolle Sachen und auch Tipps und Tricks und solche Informationen und ähnliches. Und natürlich die Glocke aktivieren, weil dann bekommt ihr eine Nachricht von YouTube, dass wir mal wieder online sind und ein tolles Video hochgeladen habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier auf YouTube.